Hallo. Hallo. Wir sind's, Pitted Studio TV. Jetzt hier auf diesem Kanal mit Merch und Goodies. Ja. Ja, warum? Also, wir wurden von mehreren Leuten gefragt, gibt es denn auch schon Merch? Und Merch ist allgemein ein Thema, das interessant ist, weil es an so vielen Stellen präsent ist und gebraucht wird. Da haben wir gedacht, machen wir mal eine eigene Folge dazu, um mal so ein bisschen zu evaluieren. Ja. Erstens, was ist denn mit eigenem Merch? Wir haben hier mal, wir haben hier mal so ein bisschen Merch für die Gamescom schon gemacht. Das haben wir uns einfach an einem dieser Shops im Internet gekauft und haben uns folgende Frage gestellt. Und die Frage geht an dieser Stelle auch an euch. Was ist denn cooler Merch, den man mit zu einer Messe nehmen kann, den Leute dann quasi mit nach Hause nehmen und sich darüber freuen? Also wenn ihr auf eine Messe geht, worüber würdet ihr euch dann freuen? Es ist halt so, es gibt diese großen, coolen Sachen. Also wenn jetzt, nehmen wir an, wir würden jetzt irgendwie so eine Figur bauen. Irgendwie so was Cooles hier so. Ne? Dann irgendwie hat man dann 10 Stück irgendwie und dann kriegen 10 Leute das von zig, die da rumlaufen und die sind dann irgendwie überglücklich und der Rest, der geht leer aus. Aber diese Skulpturen haben unglaublich viel Geld gekostet in der Erstellung. Und dann gibt es genau das Gegenteil, nämlich sowas hier. Ja, genau, richtig. Ja, das ist voll minimalinvasiv. Das ist so einfach so eine Tüte mit Buttons. Die Buttons sind klein. Die sind in der Herstellung nicht teuer. Da sind so kleine Pitted Buttons. Die haben wir jetzt mitgenommen auf die Messe. Und jeder, der Bock hatte, konnte dann so einen mitnehmen. Da geht dann auch keiner leer aus. Und das ist so ein kleiner Merch irgendwie. Aber ist halt jetzt nicht so riesig und nicht so groß. Aber es ist erstmal leicht mitzunehmen, weil da passen unglaublich viele in so einen kleinen Karton. Und ja, damit sind die Leute rumgelaufen. Dann haben wir uns noch für was anderes entschieden. Das war jetzt irgendwie so eine schnelle, einfache Lösung, zu sagen, wir machen einfach mal so ein paar Lesezeichen. Und diese Lesezeichen, die kann man als Lesezeichen nutzen. Die kann man aber auch, wenn man möchte, einfach, da ist so ein QR-Code drauf. Genau. Und da ist unsere Website. Die Website, die wächst mit dem Projekt mit. Das heißt, momentan ist sie noch etwas rudimentär und später, wenn wir mal ein Projekt announced haben, dann wird das dort auf der Website erscheinen. Und deswegen ist dieses Lesezeichen universell einsetzbar und auch wirklich in der Herstellung jetzt nicht so aufwendig und man kann das auch eben schnell mitnehmen. Aber wir hatten doch auch T-Shirts. Genau, richtig. Das ist dann wieder so ein Mittelding. Ne? T-Shirts sind in der Herstellung mittelteuer, aber die sind cool. Und dann haben sich Leute gefragt, ja, wie ist das denn? Verkauft ihr denn noch euren eigenen Merch schon? Und wir haben ja nicht sowas wie einen Shop oder sowas wie, wir haben auch nicht vor, einen zu haben, weil dann muss man wieder irgendwie gewerbetechnisch da irgendwie gucken, wenn man Textilien verkauft, dass man das dann auch vernünftig macht und bla, Riesenaufwand. Und dafür, dass dann irgendwie sich dann ein paar Leute irgendwie so ein T-Shirt zulegen wollen, lohnt sich das für uns einfach nicht. Und deswegen haben wir gesagt, Leute, das ist unser Logo, das haben wir überall im Internet veröffentlicht, das haben wir also lizenziert, das markenrechtlich schützen lassen, das gehört uns, aber wenn jetzt irgendeiner von euch, die auf die Idee kommt, dieses Logo aus dem Internet zu ziehen und sich damit ein T-Shirt zu machen und damit dann auf eine Messe zu gehen und Hallo zu sagen, dann sind wir doch nicht so, dass wir dann sagen, was, du hast unser Logo benutzt, sondern sagen wir, cool, da ist jemand, der findet unser Logo gut. Also, wenn ihr Bock habt, euch so ein T-Shirt selber zu machen, dann macht doch einfach. Gilt natürlich später auch fürs Spiel, aber das ist ja noch nicht announced. Ja, genau, richtig. Ne? Also sowas hier wie Elex, ne? Sowas. Ja. Genau. Ja. Also, es gibt unterschiedliche Dinge, wofür Merch gebraucht wird. Das eine ist zum Beispiel für die Messe. Ne? Ich gab zum Beispiel auch mal so Bonbons. Ich fand die total geil und jemand anderes hat gesagt, so, ja, Merch-Bonbons sind doch total doof. Dann isst du das auf und dann ist das ja weg. Es wäre doch viel cooler, wenn du einen Merch hättest, den du anschließend auch noch brauchst, damit du später noch Werbung machst für die Firma oder sowas. Und da habe ich mir wirklich lange Gedanken darüber gemacht und da würde uns echt mal interessieren, was ihr da für eine Meinung für habt. Ne? Welcher Merch ist cool, welcher nicht, wie groß darf der sein,
Wie nachhaltig muss der sein und so weiter. Also Input. Ja, was hast du sowas wie ein Lieblingsmerch? T-Shirts. Du liebst T-Shirts. T-Shirts, ja. Mhm. Deswegen hast du auch so viele Merch-T-Shirts. Ja, und ziehst dir immer an. Ja. Ja, ich fand das auch immer cool, obwohl ich natürlich irgendwie total langweilig bin an der Stelle, weil ich mir immer gesagt habe, mach doch einfach ein schwarzes T-Shirt mit dem Logo drauf. Total einfallsreich. Deswegen haben wir so viele schwarze T-Shirts mit Logos drauf. Das finde ich aber auch immer am besten. Ja, gibt's da so Blöcke, ne, auf die man schreiben kann oder irgendwie so. Ich hatte gerade hier das Ding in der Hand. Das ist ein Fernrohr tatsächlich. Ja, das funktioniert sogar. Genau, das war auch so ein rares... Rares Merch-Gedöns. Warte mal, wie muss man das denn halten? So, ja, damit man das überhaupt erkennen kann. Das ist ein Risen 2 Fernrohr, ne? Piratenfernrohr. Und das ist natürlich, das ist das Ding, wo du sagst so, okay. Das ist richtig schwer. Ja, richtig schwer und funktioniert auch. Das ist auch echt killefit, ne, eigentlich. So, wo du dann sagst, boah, das ist schon cool so, aber naja. Es gibt unglaublich viele Sachen irgendwie. Ja. Ne? Das ist so irgendwie, also. Das ist auch cool. Ja, sowas ist total cool, aber das nimmst du ja auch nicht mit auf eine Messe und verteilst es dann nur. Hey, wer diese Tasse fängt, darf sie behalten oder so. Ja. Also das ist natürlich schon so eine Sache. Ja. Und dann gibt es natürlich immer den Unterschied zwischen Messe-Merch oder zum Beispiel Merch, der mit in so eine Collectors Edition kommt. Das ist ja auch extrem unterschiedlich. Ja. Oder Anhänger hier, ne? Sowas zum Beispiel. Ja. Genau. Wo man sagen muss, das hier, das ist ja auch, das habe ich mir vor, weiß ich nicht, 20 Jahren beim Goldschmied mal machen lassen. Ja. Ne? Ja, mittlerweile gibt's die Dinger tatsächlich auch als Merch, glaube ich, irgendwie bei THQ. THQ Nordic Shop gibt's die als Anhänger. Genau, die sehen auch fast genauso aus wie das Ding hier. Die sind verdammt ähnlich, ja. Und das ist halt so Merch-Shop-Stuff, ne, den man dann tatsächlich da einzeln kaufen kann. Mhm. Und je nachdem muss man sich dann echt überlegen, was lohnt sich denn und was lohnt sich nicht. Irgendwie etwas, was auch zum Beispiel super günstig ist, was uns tausendfach begegnet, sind Kugelschreiber. Ist das cool, wenn man auf einer Messe Kugelschreiber verteilt? Da weiß ich nicht. Würde ich mich über einen Kugelschreiber freuen? Wenn es eine coole Firma ist, warum nicht? Ne, habe ich so einen Kugelschreiber davon. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, und in CE, da sollten natürlich dann coole Sachen rein, ne? Auch wertige Sachen. Da kann man dann zum Beispiel wieder sowas wie eine Figur reinmachen, wenn das sich lohnt. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich so. Ja, wir haben da viele richtig coole Sachen in der Sammlung gehabt. Immer. Ne? Figuren waren immer ganz vorne mit dabei. Ja. Genau. Hier, der ist natürlich auch super, ne? Aber der ist natürlich auch richtig schwer. Der passt ja nicht mal mehr in eine Kollektion. Der hat auch richtig viel Geld gekostet, als man ihn gekauft hat. Wahnsinn. Ja. Keine Ahnung, was man da heute für kriegen würde. Ne? Ja, für so rare Sachen kriegt man auch teilweise, also die sind mittlerweile auch auf eBay total gefragt, ne? Ja. Also das ist. Oder hier den Gnom da drüben. Ja, der passt doch zum Beispiel auch ganz gut zeig den mal. In die Collectors Edition, ne? Das war der Risen Gnome. Der Risen 1 Gnome. Mhm. Danach gab es einen Risen 2 Gnome. Den kannst du auch zeigen. Das ist der Jafar. Das war der auf der Schatzkiste. So, ne? Das ist auch cooles Zeug. Also sowas finde ich auch total gut. Ne? So Stehrümchen irgendwie. Ja, cooler Kram. Ja. Mhm. Ja. So, dann kommt er wieder hier hin. Gibt ja auch so ein Merch, der gar kein Merch war oder geworden ist, der nur als Werbegeschenk gab, ne? Mhm. Den dicken Troll von Gothic 1 damals noch, ne? Der Gobus werfen sollte. Ja, der ist extrem gefragt jetzt. Der ist extrem gefragt, so, ne? Das ist eigentlich gar kein Merch. Was ist das? Der ist, ja, Goodie, kann man sagen. Genau. Ne? Das war so ein Werbegeschenk damals und so, ne? Ja. Den haben wir auch gar nicht. Nee. Ne? Also wenn man einer den übrig hat und entbehren will, dann gerne nehmen wir den gerne ab, der fehlt nämlich tatsächlich in der Sammlung. Sonst ist unsere Sammlung recht komplett. Ja. Ne? Ach ja, das sind diese Dinger, ne? Zum Beispiel das hier. Das waren diese Elex-Bonbons, die konnte man essen. Das sind so Smarties, ne? Voll die uralten kannst du Elex Smarties. Essen? Ja. Ja, genau, da kannst du Elex essen. Und ich habe die dann einfach nicht gegessen. Ja. Weil ich dachte, naja, irgendwie ist ja zu schade, dann kannst du das ja gar nicht mehr zeigen. Aber ob die nachschmecken? Schokolade wird doch nicht schlecht, oder? Ich würde es nicht probieren. Ja, lassen wir es einfach so zum Angucken. Ein bisschen Haarspray drauf. So. Ja, also die interessante Frage ist, was findet ihr denn cool? Ne? Ja. Es gibt 1000 Sachen hier. Genau. Und das würde uns sehr interessieren.
Hast du eine Community-Frage? Ja, und zwar sehr naheliegend hat jemand gefragt, wird es bei euch denn eine CE geben? Und die Antwort auf die Frage ist, wir wissen ja noch nicht mal, ob es überhaupt eine Retail-Version geben wird. Also eine Box, wo das Spiel potenziell drin ist, weil diese Mehrkosten, die ein Verkauf im Laden bedeutet, ist wirklich extrem hoch. Und ob sich das für ein kleines Projekt lohnt, das ist in der Tat vor allen Dingen eine Frage der Nachfrage. Natürlich fänden wir das schick, wenn wir irgendwann mal so eine kleine hübsche Box hätten irgendwie. Vielleicht sowas wie eine Sonderedition, wenn die Nachfrage hoch genug ist, die man sich dann auch in den Schrank stellen kann, die dann auch ein bisschen cooler ist als eine normale, einfache Box. Aber ob das realisierbar ist, das wird sich quasi erst zeigen. Ich glaube, dass sowas wie, also wenn wir jetzt zum Beispiel nach dem Announcement irgendwie die Steam-Seite aufmachen würden und man dann das Spiel schon mal wishlisten kann, dann hat man zumindest schon mal ein Gefühl dafür oder einen Vorgucker, wie die Nachfrage überhaupt sein kann. Und daran richten sich dann auch Deals, die danach vielleicht zustande kommen. Ne? Ob irgendjemand überhaupt Interesse hat, mit uns zusammen eine Box-Version zu realisieren und wie man das dann finanzieren kann und so weiter und so fort. Also kann man das zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht sagen. Aber wenn ihr daran interessiert seid, dann solltet ihr zumindest mit wishlisten. Ja. Genau. Zum jetzigen Zeitpunkt könnt ihr auf jeden Fall auch ein Abo dalassen. Das hilft auf jeden Fall auch schon mal, um ein bisschen was zu reißen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Pitted Studio TV. Wir sind sehr gespannt. Macht's gut. Bis dann. Richtig geiles Goodie ist ja auch das hier, ne? Gothic Comic. Als alte Ding. Auch rar. Boah, das ist sehr rar, ne? Und ja. Und super beliebt. Ne?